Hallo, ich bin Justin und wenn ihr alles zu dem Redmi Smart Pen von Xiaomi wissen wollt, dann bleibt gerne dran. In diesem Video zeigen wir euch, was der Redmi Smart Pen alles kann, zu welchen Geräten er kompatibel ist und wie das Schreibgefühl ist. Also legen wir gleich los. Ganz wichtig zu Beginn, der Redmi Smart Pen ist nicht zu verwechseln mit dem Xiaomi Smart Pen. Redmi ist zwar ebenfalls von der Marke Xiaomi, ist jedoch auf ein niedriges Preissegment abgestimmt. Der Redmi Smart Pen ist kompatibel mit dem Redmi Pad Pro. Dies haben wir zum Test hier. Im Lieferumfang ist eine Ersatzspitze enthalten, die kann man ganz easy tauschen. Geladen wird der Pen über USB-C und laut Herstellerangaben soll es möglich sein, über 12 Stunden lang kontinuierlich zu schreiben. Verbunden wird der Pen über Bluetooth. In die Einstellungen auf Bluetooth, dann eine der Tasten für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, dann soll der Smart Pen angezeigt werden und kann gekoppelt werden. Wir klicken hier mal drauf, dann wird der Pen hier angezeigt. Wir koppeln, bestätigen das, drücken auf Koppeln. Dann wird, sobald er verbunden ist, hier oben noch der Akkustand angezeigt. Wir scrollen jetzt gerade mal kurz runter auf Stift und Tastatur. Hier in Einstellungen sieht man auch direkt die Funktion der 2 Tasten, dazu kommen wir gleich nochmal. Interessant ist diese Einstellung bei ausgeschaltetem Bildschirm schreiben. Wenn ihr das aktiviert, dann könnt ihr, wenn das Tablet auf Standby ist, einfach mit dem Pen auf das Display tippen und das Notepad öffnet sich. Der Pen ist nicht für ein universelles Protokoll wie MPP oder AES zertifiziert, daher funktioniert er nicht an Windows-Geräten. Trotzdem hat der Pen die 4690 Druckstufen, eine präzise Neigungserkennung und die Druckempfindlichkeit. Der Pen wiegt 13 Gramm und ist knapp 16 cm lang. Er besteht aus Plastik, fühlt sich aber trotzdem sehr hochwertig an. Wir schreiben jetzt hier mal kurz. Also was man direkt sagen kann, er ist sehr präzise, aber die Neigungsempfindlichkeit ist sehr, sehr gut. Also rundherum ein sehr, sehr guter Stift für das, was er kostet. Wir zeigen euch jetzt hier noch einmal die Neigungsfunktion hier und die Druckempfindlichkeit. Dann kommen wir nochmal zu beiden Tasten. Wenn man die vordere Taste einmal drückt, wenn das Notepad offen ist, kann man zwischen diesen Stiften hin und her wechseln. Sobald man was schreibt und diesen Stift oder diese Taste länger drückt, wird der Radierer aktiviert. Um die Funktion von der hinteren Taste zu sehen, drückt man 3 Sekunden lang auf die hintere Taste. Da kann man ein Bildschirmfoto erstellen. Wir machen das mal hier vom Recorder, drücken hier auf Speichern. Dann haben wir das Ganze ganz einfach gespeichert. Für die vordere Funktion im Hauptmenü kann man die vordere Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Öffnet sich dieser Bildschirm. Wenn man schreiben will, kann man das Ganze mal öffnen. Wählt hier oben Stift aus. Ganz einfach. Wenn der Redmi Smart Pen euch überzeugt hat, dann checkt gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal.